willkommen bei Nordic Physics Gamer. Es ist Dienstagabend, 20 Uhr. Here we are again. Streamen wir weiter in der wunderschönen Welt von Sherlock und Co. Ich habe in der Zwischenzeit den Nachfolger heruntergeladen. Damit fangen wir dann übernächstes Mal oder so an. Wir sind jetzt hier bei Crimes and Punishment. Let's go! Ich glaube, das ist tatsächlich auch der letzte Fall, den wir lösen werden wollen. Frog, where? Wo habe ich den Frosch her? Matabu. The Unreal Engine. Okay. Das scheint ja gut zu funktionieren. Halbwegs flüssig, das ist auch gut. Ja, okay, let's go. Fortfahren. Hier, Muck wieder. Schüsse bei Mondlicht. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Hinweis finden, wird das Deduktionssymbol auf Y angezeigt. Sie haben einen wichtigen Satz in einem Dialog verpasst. Kein Grund zu sorgen. Notizbuch finden Sie das Dialogprotokoll. Ach, gut zu wissen. Charakteranalyse. Ich hätte hier mal das Licht ausmachen sollen bei mir. Ein bisschen cozier. Einen Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das lädt eh noch. Dann wollen wir mal anfangen. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. Nett. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rathead salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes.
I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Dann wollen wir mal. Scotland Yard, Half Moon Street, Baker Street. So, hier sind wir. Da ist der Bruder von dem Dude. Da ist der Tatort. Dann wollen wir mal zum Tatort. So, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Unsere Chronik. Drama von Kew Gardens. So. Das ist korrekt gewesen, das ist korrekt gewesen, das ist korrekt gewesen. Da hatten wir die falsche Methode. Und das war korrekt. Sehr gut. Finden Sie heraus, wer die Morde in der Half Moon Street verübt hat. Untersuchen Sie den Tatort und wählen Sie mit den Zeugen in der Half Moon Street. Das werden wir machen. Befragen Sie auf der Polizeistation Leighton Chapman, so heißt der Dude wohl. Untersuchen Sie seine persönlichen Gegenstände. Wir gucken uns erstmal den Tatort an. Holmes, poor little Wiggins needs our help. Wiggins, Chief Wiggins. So. Okay, hier geht's raus. Kommt ihr reden? Ne. Da geht's auch raus. Da ist eine Tür. Locked. Ah, locked. Okay. Da kann ich nicht rein, da kann ich auch nicht rein. Locked. 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 Sherlocked. Dann ist hier vermutlich. Ja, okay. Hier der Tatort. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Yep. Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. So, genau. Was ist das Opfer? Was ist mit den Zeugen? Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Ein Raufbold und ein Juwelier, okay. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Unwahrscheinlich, dass die alles gesehen hat, aber gut. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, Yeah. where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman.
He'd been caught by 2 police constables. Was für ein Feuerwerk. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Okay, das heißt, es könnte Constable jederzeit Merry, passiert sein. what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Mr. Holmes, I had no doubt about this case, but now that you are here... Nummer 1. Nummer 2. Okay. Dem geht nicht so gut Hand. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Knowing. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. What else? Hand, ja, hatten wir. Noch eine Hand? Da ist irgendwas dran, Tätowierung. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Okay. What else? Gesicht, Kopf. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ah, nicht so nett. Okay. Jetzt haben wir einen anderen Dude. Schusswunde im Kopf. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Okay. Ein Schlüssel. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Das werden wir herausfinden. Oh, das R-Symbol wird angezeigt. Straßenpflaster. Gegenstand, was haben wir hier? Holzstück. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Wo kommt das her? Okay. Was haben wir? Stück Holz. Und ein Türschlüssel. Okay. So. Haben wir ja noch andere Leute. Hier noch irgendwas? Das kann ich mir alles nicht angucken. Ach. Na ja, Stab. Was stand da? A fairly long pole with a forked end. Okay. A fairly long pole with a forked end. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Okay, hier. Ja gut, du kannst also von der Half Moon Street, heißt hier so.
Ja, wenn das hier die Half Moon Street ist, also auf jeden Fall kann man von hier nicht gut hier reinblicken. Das ist absolut richtig. Der Dude hat Feuerwerke gehört und dann ist der Junge weggelaufen und dann war halt so, okay, der muss damit was zu tun haben. Ein bisschen dürftig, aber gut. Ah, Wiggins. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Noch nicht. So, wen haben wir denn hier? Ryan Turner. Ein Zeuge. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Varro reply to you as Mr. Holmes. Ja. Are you that detective, Ja. gentleman? I've heard of you. And, well, I know things. Things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. 2 verschiedene Pistolen. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Ah, das ist die Whitechapel Then I walked Street, out okay. and told them everything I saw. Also, die anderen, der wir uns aufgehalten haben, angekommen sind. Orden. Baklava. Krimkrieg. Kriegsveteran. Baklava. Okay, Krimkrieg, auch schon ewig her. Ups, mal hier. 400 Knopf. Kriegsveteran, arm, wie das dann immer so ist. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Okay, wir fangen an, Hinweise zu sammeln. Aber naja, erstmal weiter gucken. So. Ja, kann ich hier rein? Nope. Haben wir hier Mr. Wiggins. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Ja, da war ich noch nicht. Haben wir hier irgendwas? Okay. Steht da. Das ist die Half Moon Street, okay, und das ist die White Man's Chapel. High Class Thornton Shoe Repairs, okay. Ah ja, stimmt, da ist dann die Polly Powell. Whitechapel High Street, okay. Gun Franklin. Mit der rede ich gleich mit der Dame. Okay.
da jemand? Komm ich noch nicht hin. Na gut. Was haben wir da? Komm ich noch nicht hin. Na gut. Reden wir doch mal mit dieser Dame hier. Polly Powell. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Na, dann hören wir mal, was sie zu sagen hat. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Sonst jemanden gesehen? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks... Ja, das wundert mich auch, was der Mr. Turner gesagt hat, wenn Feuerwerk My passt. thanks to you, Mrs. Powell. Okay, das ist abgeschlossen. Wenn man Feuerwerk hasst, ist es ja eher unwahrscheinlich, dass man das jetzt alles im Detail hört. Was haben wir hier? Sagt ja auch der Polizist. Spiegel. Ach so. This mirror is turned towards Half Moon Street. Aha. This mirror is turned towards Half Moon Street. Locked. Locked. Wir haben einen Schlüssel. Die Frage ist nur, wohin. Hier? Locked. Nope. Die gute Polly. Und dann kam Polly. Film mit Jennifer Aniston. Etwas älterer Film. Aber nicht weniger gut. So, jetzt haben wir die Aussage. Ein paar Leichen. Okay. Und das ist die Great Alley Street. Okay, und hier haben wir Half Moon Street. Okay. Locked. Okay. Locked. Ich denke 4. Locked. Alles locked. Okay. Dann mal nach Scotland Yard sprechen wir mal mit dem Kiddo. Herleitung öffnen machen wir noch nicht. Ich will mir erstmal die restlichen Gegenstände angucken und den Dude vernehmen. Hi Mona, hi, schön, dass du da bist. Hi, wir haben hier mit einem Mordfall angefangen. Ich hoffe, das ist okay, dass ich nicht gewartet habe. Kurzfassung. Der Kumpel von dem Kind aus der Baker Street, der Sherlock ab und an geholfen hat, wurde festgenommen, weil er angeblich 2 Männer ermordet haben soll, erschossen haben soll. Wir waren jetzt beim Tatort und
haben uns die Leichen angeschaut, haben den einen Constable nicht vernommen, eher umgekehrt, aber wir haben mit dem einen Constable gesprochen und haben Zeugen vernommen. Und anscheinend gab es während des Mordes ein Feuerwerk. Die Frage ist, konnte man die Schüsse hören oder nicht? Es gab unterschiedliche Schüsse. Die eine Zeugin hat nichts gehört, hat nur gesehen, wie der eine Junge halt weglief. Und na gut, wenn ein armer Junge irgendwie von der Straße wegläuft, da sind 2 Leichen, wird er halt jetzt verdächtigt. Und jetzt fahren wir zu Scotland Yard und gucken uns mal die Gegenstände von dem Blut an und werden den eingesperrten Jungen mal befragen. Genau, das ist Stand der Dinge. Und hi, schön, dass du da bist. Es freut mich sehr. Ich hoffe, die Zusammenfassung ist ausreichend, um im Bild zu sein. Ja, genau. Mr. Holmes! Ah, Mensch. Whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Genau, Lestrade. Mr. Holmes. Wie geht's der Mona? Alles okay? Also so lala, aber so, wie geht's dir? Was haben wir hier? Shapes of Noses. Okay, das macht Lestrade also in seiner Freizeit. Er malt Nasen. Shapes of Noses, okay. Interessantes Büro. Die britische Flagge. Ja, gut. Okay, hier ist dann die Arrestzelle. Wir gucken uns erstmal die Gegenstände an. Muss die hier sein, ne? LOL, was genau ist LOL? So, Leightons Gegenstände. Dann gucken wir doch mal, was er da hat. Eine Uhr. Streicher, gedrehte Zigaretten. Ein Apfel? Was soll das sein? Kerze, Apfel, Zigaretten und ein Revolver. Okay. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Okay. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Spooky. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Ja, dann, das freut mich. Das freut mich. Versuchen wir mal hier den Fall zu lösen. Ach ja, ich habe schon erzählt. Ich habe hier schon mal den Nachfolger. Ich glaube, den Nachfolger. Das machen wir dann übernächstes Mal. Ich habe hier mal so ein Darts-Ding runtergeladen. Ich habe es noch nicht gespielt. War irgendwie im Angebot von Euro noch was. Ich dachte, vielleicht, wenn das mit Bewegungssteuerung geht, kann ganz witzig sein. Genau. Ha. 2 Schüsse wurden abgefeuert. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Okay. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Ja, okay. Was haben wir? A cheap watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Okay, das war jetzt nicht sonderlich aufschlussreich. Unterhalten wir uns mal mit dem Dude.
Mr. Holmes. Mr. Holmes, da ist der Please der escort Junge. this suspect for interrogation. Suspect. Nein, das war der doch nicht, oder? Ich meine, kann ja sein, dass das war. Aber wenn unser Kumpel Good Wiggins evening, sagt, Mr. Chapman. der war das Who are nicht. you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Der Leighton. sieht ein bisschen aus wie Albert dann vom letzten Fall, der Sohn des Ermordeten. Aber gut, gucken wir mal. Mein Stream laggt, okay. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. Bei mir All right, sieht Mr. alles Holmes. okay I'll aus. tell Vielleicht you mal everything. 5 drücken. Bei mir sieht es aus, als ob es flüssig läuft. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Dann hätte doch jemand hätte doch dann die dritte Person sehen müssen. Huh. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Mm-hmm. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Ich wollte nur zur Erklärung sagen. Okay. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Now, who is Leighton, the third man? Are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Okay. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Okay, haben wir eine Narbe. Okay. Blaues Auge. Naja. Ah, Halstuch. Modischer Schal. Büroangestellter. Ah ja, okay. Tätowierung, Moment. Hat doch hier der eine ermordete, der hatte die gleiche Tätowierung, oder? Hat er nicht auch diese? Ja.
Im Gefängnis, okay. Okay. Oh, ja. Genau, Hitzkopf. Ah ja. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. I see. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man? Ja, aber der war and set off vielleicht in im pursuit gleichen of a Gefängnis probable wieder killer? einer und deshalb wollte er Rache oder so. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Ja. Westgate Insassen. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Okay. Finden Sie heraus, so abgeschlossen. Tatort untersucht und auf der Polizeistation gewesen. Naja, unsere Charakteranalysen sind fast vollständig. Dann gucken wir mal, was wir hier so an Dingen zusammenbekommen. So, wir haben den Revolver und wir haben unterschiedliche Schüsse. Gleichzeitige Schüsse, das gibt gleich eine Aufgabe. Okay, Schussposition. Mr. Turner Mr. Turner ist einer der Zeugen. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den zwei Schüssen, konnte Unterschiede hören, weil diese an verschiedenen Punkten der Half Moon Street abgegeben wurden. Ja. Gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den zwei Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt nach 2. Das mag ich. Da kriegen wir eine Aufgabe zu. Schusswechsel nachstellen. Machen wir das doch mal. Möglicherweise kam es nach Half Moon Street zwischen Kenneth Butler und Brian Vercotti zu einem Schusswechsel. Genau, dachte ich auch schon zwischen den beiden. Da suchen sie die Leichen und stellen sie den Schusswechsel nach. Ja, machen wir das auch mal. Ab zur Half Moon Street. Mog wie dat mal.
paar mehr Herleitungen, aber wir machen erstmal immer das eine nach und nach. Wir wissen ja mittlerweile, wie das Spiel funktioniert. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so wirklich eine Ahnung, wer es sein könnte. Ich glaube natürlich nicht, dass es der Dude ist, der Kumpel, der Bruder von unserem Dude da, aber ja, gut, gucken wir mal. Leighton. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Das hatten wir schon. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Das ist Mr. Turner. Mr. Holmes, Wiggins. did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Eines der Opfer hat seine Waffen möglicherweise zweimal abgefeuert. Finden Sie heraus. Ja gut, der linke mit dem Dings im Kopf eher nicht, oder? Doch, also der schon, weil der nicht. Moment, was? Ja. Okay, wenn dem so ist, müssten wir hier... I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Ah. Und jetzt nehmen wir mal hier den Stab. Eins auf seine Waffe möglicherweise zweimal so, ja genau. Stab nehmen. Jetzt kann ich meine Lampe daran befestigen. This should be useful. Wenn dem so ist, müssten wir Stab mit Lampe benutzen, ja. Oh. Ein This is Schussloch. most Guck. definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Ach, guck. There was a third shot fired in this street. Okay. So, what else? Oh Gott, wir haben hier einige Hinweise. So, jetzt haben wir 2 Opfer. Übereinstimmende Aussagen, 3. Schuss. Dunkles Fenster. Der Revolver und der 3. Schuss. Das passt nicht. Ah. Ja, das haben wir. Haben wir hier. Doppelmord. Kenneth Butler und Brian Vacotti sind Opfer eines Doppelmordes geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Nicht, glaube ich nicht. Nee, das wird es nicht sein. Haben wir schon gesehen. Huch. Falsche Taste. Machen wir weiter hier. Was haben wir noch? Dunkles Fenster. Und Mr. Turners Aussage kann nicht so gut zusammenpassen, wenn man ein dunkles Fenster hat. Widersprüchliche Aussagen. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht der Constable Marrows Aussage, der niemand am Fenster gesehen hat. Jetzt gucken wir, was haben wir? Reden Sie mit Mr. Turner und überprüfen Sie die Sicht aus seinem Fenster. Und muss etwas geben, was seine widersprüchlichen Aussagen erklärt. Dann gehen wir doch mal hier zu Mr. Turner.
Bei Mr. Turner muss ich immer an William Turner oder Bill Turner denken. Fluch der Karibik. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Orlando Bloom war hot. War oder Mr. ist? Turner appears to live very modestly. War oder ist? Küchentisch. Ich habe als Käsetisch gelesen, Leute. So, gucken wir uns mal die Wohnung an, wenn wir schon hier sind. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Das Fenster, aus dem man guckt? Ne. Okay. William Turner, gute Filme im Nachhinein. Der zweite ist mir nie irgendwie präsent, da ich so, Ich muss aber tatsächlich sagen, Fluch der Karibik 4 und 5 ohne Orlando Bloom oder überwiegend ohne Orlando Bloom und Keira Knightley waren tatsächlich auch gut. Bücherregal. Okay, was haben wir denn hier? Ein Gehstock. Okay. Ach, guck mal. War. Jetzt ist er mit Katy Perry verheiratet. LOL, das macht ihn weniger hot, oder wie? Ja, ich weiß. Ich kenne die Antwort. Wir haben am Tatort ein abgebrochenes Stück Holz. Ein frisches, abgebrochenes Stück Holz gefunden. Das ziemlich exakt diese Form invertiert hatte. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Okay. What else haben wir hier? The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Okay, Mr. Turner hat mehr mit dem Kram zu tun, als er vorgegeben hat zu wissen, kennen. Haben wir hier. Können wir lesen. Also, hier geht's raus. Okay. Mr. Turner war's. Ja, ich denke auch. Okay. This kitchen knife is quite sharp. Okay. Ja. Mein R-Symbol wird wieder angezeigt. Okay, irgendwas ist hier noch faul. Ja, Mr. Turner hat irgendwas damit zu tun. Gebrauchsspuren. Zerschnittenes Papier. Aha. There are pieces of shredded paper scattered over the table. Okay. This kitchen knife was used to cut the paper. Okay, das ist sehr merkwürdig. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Der hat doch Dreck am Stecken. Da ist das Fenster. Gucken wir mal. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Nicht wirklich gut. Da ist eine Leiche. Und da ist die andere. The dead body of Kenneth Butler.
Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Reden mit Mr. Turner. Überprüfen Sie das Fenster. Habe ich. What's missing? Das hatten wir schon. Oh. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Oh. Das hatten wir auch. What else? Truhe. Feuerstelle. Die hatten wir noch nicht. Okay. Holz. Ist da irgendwas drin? This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Oh, mein Ehrenwohl. Irgendwas ist doch hier. Asche. Verbrannte Seiten. Ja, eben. Okay. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. What else? Kann ich das drehen? Ja. Ui. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwas verschleiern wollte. Legen Sie auf Basis der Informationen, die Sie gesammelt haben, den korrekten Ablauf der Ereignisse fest. Okay, steigt aus dem Bett, ist Nummer 1. Wirft etwas nass Feuer, legt den kaputten Stock ab. Schneidet Papier mit einem Dings, öffnet das Fenster, geht zur Leiche, öffnet das Fenster, geht zur Leiche, legt den Stock weg, schneidet Papier und wirft etwas nass Feuer. Kann das? Okay. Hört Schüsse. Guckt raus. Geht runter. Boah, ist der lahm. Naja, schon etwas betagter. Da ist Wiggins, okay. Also, das ist ja eine Realität. Also, Wiggins ist da, also er guckt mit seinem Gehstock. Bleibt da stecken, genau. Geht wieder zurück. Geht genau hier hin, legt seinen Stock ab, holt noch irgendwas aus den Büchern. Ja, okay. Geht
an den Tisch, zerschneidet was und wirft es dann ins Feuer. Legen Sie auf was Informationen used a book okay, to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ach so, ich dachte, okay, anders, der hat dem Dude was geklaut. Die Frage ist, was? Bücher, fettige Fingerabdrücke, Buch, okay, was haben wir hier? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Moby Dick! Ah. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. Interesting, interesting. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Ah, Ram heißt Widder. Ich kannte das Wort Ram. Ich war mir bei Widder noch nicht so sicher. Guck. Wir könnten ihn ja nochmal befragen. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Das Hinken, unwahrscheinlich. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. What about der Armreif? Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. Ja, bitte. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. Aus dem Buch When I chanced upon the die Seiten bracelet, rausgeschnitten I saw it as an und ins opportunity to make a little money. geworfen, um I was Platz im Buch zu desperate. haben für den I only Armreif. took the bracelet, that's all, I swear. Ja, You ich made a glaube auch. mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Die eine Leiche war übrigens Juwelier oder so, das passt schon. So, jetzt haben wir jetzt Informationen über den antiken Armreif und finden Sie heraus, wieso an der Half Moon Street aufgetaucht ist. Okay. Weißt du das hier zufällig?
Wiggins. Ah. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. It would be my pleasure to assist you with... Wer war's denn jetzt? Ja, nicht Mr. Turner und nicht der Bruder von Wiggins, würde ich tippen. Ach, Emma Heath. Ja, dann mal ab nach Scotland. Nee, nicht zu Scotland Yard, sondern zur Baker Street. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch, also man hätte denken können, Mr. Turner, ja, der hat Dreck am Stecken, aber kein Mörder. Es gibt ja nicht viele Charaktere da. Entweder war es der Polizist aus irgendwelchen dubiosen Gründen oder es war die Polly, die Blumenverkäuferin. Ja. Mehr Charaktere hatten wir hier nicht. So, ja, Y. Forschungsberichte nach Armreif suchen. Das machen wir doch mal. Zeitung. Enzyklopädien. Antiker Armreif. Forschungsberichte, Chemie eher nicht. Gift und Toxine, Verletzung, Kriminalistik. Haben wir hier was? Nope. Kampfsportarten, Zeichnen, Symbole. Haben wir hier was? Der Junge war's. Na, weiß ich nicht. That is not the one. That is not. That is. Ah. That is not the one I need. That is not the one I need. Okay, aber Zeitung. Vielleicht wurde irgendwann so ein Armreif geklaut. Einwanderung steigt 1884. Klingt irgendwie nach was, worüber sich die AfD heutzutage aufregen würde. Gut, wir sind gerade in London des 19. Jahrhunderts. Da wird es eine andere Partei gegeben haben, aber ja. So. Hellenistische Schätze gestohlen. Guck That mal. is not the one I need. Schade, hätte ja klappen können. That is not the one I need. Whitechapel-Morde waren wir da nicht gerade? Brasilien schafft Sklaverei ab. Freut mich. That is not the one I need. Neues Marinegesetz. That is not the one I need. Die Abenteuer Sherlock Holmes. That is not the one I need. Schade. That is not the one I need. Okay, Enzyklopädien. Kunst und Architektur, Ökonomie, Technik, Geschichte. Griechische Geschichte, Napoleon, römische Geschichte, preußischer Militarismus, ägyptische Geschichte. Haben wir hier was? That is not the one I need. Medizin, Botanik. Kunst und Architektur. That is not the one. Huch. Das war nicht mit Absicht. Ich meine, das war voll mit Absicht. Ich wusste, dass das passiert. So. Antiker Armreif. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden sind. Auf dem Bild sind 5 Widderköpfe auf 5 Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alle aus purem Gold. Die 5 Widder von Mitlini sind seit 1885 verschwunden. Here it is. Okay.
I need to continue my research in my archives. Ah, und jetzt kommen wir zu den hellenistischen Schätzen. Na gut. Ja, okay. Also, nochmal weiter. Nee, Archiv bitte. Was hatten wir da jetzt eigentlich? Irgendwie. Britisches Museum für antike Kunst. Ja gut, da wäre ich nicht so schnell drauf. Zeitungen. Hier hatten wir doch gerade was. Hellenistische Schätze gestohlen. Guck mal, wie einer da. The Strand. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glassford-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, aha, einer der Ermordeten, der Inhaber eines Pfandhauses, ach, Pfandhaus, nicht Juwelier, Pfandhaus, guck sie einer da, meldet sich bei der Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften. Ein professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigerte sich angeblich, den Verlag des restlichen Diebesgutes zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Aha, wir haben einen neuen Namen. Vincent Foley. Okay. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Ja, dann machen wir das auch mal. Pfandhaus. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, danke. Endlich. Watson ausgesperrt. Ich hier drin. Danke. Der war's. Ja, sehr möglich. Es sei denn, der ist noch im Gefängnis. Das wäre ungut. Ha! Watson ist weg. Gott sei Dank. Wen haben wir denn hier? Redest du mit mir? Nein? Nein, nein, nein. Schade. Schade. Wir haben immer noch einen Schlüssel auch von dem Butler-Dude. Also hier, genau, da ist ein Schlüssel. Den haben wir bei Kenneth Butler. Ja, vermutlich für sein Pfandhaus. Sehr gut. Pawn Shop. Aha. So heißt das also auf Englisch. Aha. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Scheiß auf Watson. Absolut. Es gibt mir hier gerade so ein bisschen Silent Hill Vibes. Silent Hill war schon witzig. Ich meine, Sherlock ist super. Also ich bin ein großer Fan. Aber Silent Hill hatte seinen eigenen Charme. So, gucken wir mal. Regal. Hier werden wir einiges finden. Oder auch nicht. Hä? Hä? Aha. Kletterausrüstung. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Mhm. Okay, irgendwie eine Axt.
Der mochte Uhren, der Dude. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Haben wir hier. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Ha, Widderköpfe. Guck. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelit collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Brian Vercottis Brief. Brian Vercotti war der andere Dude, der ermordet wurde. Also kannten die sich. Naja gut, anscheinend, das ist gar nicht so abwegig, aber gut. Hallo Kenneth, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die noch, oder? Dann gibt's doch eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, für ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great L Street und Half Moon Street auf dich warten. Vor dem Feuerwerk. Brian Vercotti. So. Ja gut, eine dritte Person, die das kaufen wollte, in Anführungszeichen, aber dann sich dazu entschlossen hat, beide umzubringen. Okay. Dann deduktieren wir mal weiter. Half Moon Street klingt cool. Ja, sehr. Und vor allem, der Fall heißt doch auch irgendwie. Ja, okay. Der Fall heißt Schüsse bei Mondlicht. Aber genau, die Morde fanden in der Half Moon Street. Da will ich wohnen. Würde ich dir sofort versuchen zu ermöglichen, wenn das in meiner Macht läge. So, dann haben wir 2 Opfer, 3 Schüsse. Was ist da los? Ansonsten Schusswechsel, ja. Schusswechsel im Lebens gekommen. Möglich. What else? 2 Opfer. Raubmotiv. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen in der Half Moon Street sein. Wiggins war es. Ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Aber gucken wir mal. Ich bin gespannt. Vielleicht hast du recht. Du hast eine Spürnase. Ich bin sehr gespannt. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen in der Half Moon Street sein. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Stimmt. What else?
drückende Beweis, dass die Zeugenaussagen und die Tatwache deuten klar auf einen möglichen Täter hin. Leighton Chapman. Glaube ich nicht. Fantasiemann. Die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Auch das glaube ich. Ja, das. Nee. So. Haben wir hier. Da unten. Für das brutale Verbrechen, das Leighton Chapman in der Half Moon Street vermutlich begangen hat, könnte es ein persönliches Motiv geben. Glaube ich nicht. So, dritter Schuss. Ach, da rechts unten. Verschwundener Mann. Leighton Chapmans Aussage über den verschwundenen Mann im Jackett in der Half Moon Street erscheint jetzt nachvollziehbar. Yep. 3 Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe gegeben haben muss, die jedoch fehlt. So, das versuchen wir jetzt mal. Reden Sie mit Constable Marrow und finden Sie heraus, ob sich unmittelbar nach der Tat jemand in den Schatten der Half Moon Street hätte verstecken können. Jawohl, Aufi. Habe ich hier noch mehr? Ne, die kann ich noch nicht kombinieren. Dann gucken wir mal, was wir mit Constable Marrows anfangen können. Okay. Was wird hier geladen? Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Spiele ich jetzt den Dude? Ah ja, okay. So, dann gucken wir mal. I shouldn't look for Mr. Holmes here. He's hiding in Half Moon Street. Okay. Aha. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Lol. Hide and seek. Aber von mir aus soll es sein. Nope. Ah, Here you are, schade. Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ich bin sehr gut darin, Sherlock zu finden. Ich wusste schon mal, dass das Spiel eigentlich heißen sollte Constable Marrow.
Constable Marrow, das Spiel heißt Constable Marrow, nicht Sherlock Holmes. Constable Marrow, okay. Ja, das gibt mir alles irgendwie Silent Hill Vibes. Ist aber jetzt auch natürlich Schüsse beim Mondlicht, Moonlight. Wir sind in der Half Moon Street und. Es gibt mir schon sehr Silent Hill Vibes. Okay. Es fehlt nur, dass die Albträume gleich anfangen. Oh. No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Ey. Ich glaube, ich hänge irgendwo fest. Ach nö! Ernsthaft? Ich glaube, ich hänge fest. Ah. Okay. Dachte schon, wir hatten hier einen Bug gefunden. Konstantin war's. Also was? Ich glaube, Sherlock möchte auch gerne gefunden werden. Der mag das. Konstantin war's. Wer ist Konstantin? Meinst du den Constable? Ja, dachte ich auch schon. Hier, der Dude und so. Ja, vielleicht. Constable Marrow. Ja. Ach. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Das heißt, entweder hat Leighton gelogen oder es war tatsächlich der Constable. Hoch die Wand. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Person am Tatort befand, dann konnte sie weder nach vorne noch hinten in der Straße fliehen, sondern nur nach oben. Wir wollen das Ganze nachstellen. Imitieren Sie das Feuerwerk, wie es Leighton beschrieben hat, und klettern Sie die Wand hoch. Klar. Immer gerne. Besorgen sich eine Leuchtpistole, um das Feuerwerk zu imitieren, und Kletterausrüstung, um die Wand hoch zu klettern. Das hatten wir im Pfandhaus. Okay, cool. Leighton war's. Jetzt bist du dir sicher. Ja, vielleicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das Wiggins und sein Bruder Leighton war. Ich glaube es nicht. Aber, wie gesagt, du bist da im Normalfall recht pfiffig drin. So. Hier hatten wir einmal These tools are exactly what I need to climb the wall. okay, number one. Und This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. ja, dann machen wir das. Und dann nochmal zur Half Moon Street. Und dann werden wir das mal nicht irritieren, imitieren, lol. Irritieren, imitieren.
Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Man sieht aber, dass Wiggins der Bruder von Leighton ist. Also, die haben schon eine gewisse Ähnlichkeit im Gesicht, finde ich. Aber gut. So, komm her, Constable. Wir machen mal ein Experiment. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Catch me if you can. Marrow was 100%. Ja, sehr möglich. So, L. Aha. Finden Sie eine Stelle, was Wand hochklettern. Nee, Wand hochklettern. Ah, okay, verstehe. Da, nope. Oh, eine von den 3 Stellen wird sein. Hab. Da glaube ich es nicht. Links, rechts. Ah, ja, gut. So. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. So, was muss ich jetzt hier machen? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Okay. What? This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Okay. Und weg. Ha. Ha. ZR. Aha. Ah, come on. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Na komm. Hoch mit dir. I should try climbing faster. Ey, ja. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Okay. Where is he? My God, a man can't just disappear like that.
Holmes? Holmes, where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Speicher untersuchen. Bin dabei. So. Frage ist, finden wir hier Gegenstände, die für die Theorie sprechen, dass hier geklettert wurde. These shards of glass are from the window above. Ah. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Oh, Attic mit Speicher zu übersetzen ist auch nett. Ich hätte Attic mit Dachboden übersetzt, aber Speicher finde ich auch schön. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his das jacket. R-Symbol mal wieder. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Okay, will do. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Folgen Sie den Spuren des Täters, untersuchen Sie den Speicher des Gebäudes. Ja, also abgeschlossen. So, dann haben wir hier eine Faser ab zur Baker Street, zu unserem Chemietisch. Untersuchen wir mal die Faser. Ich habe das Gefühl, eine Person fehlt. Also genau, entweder aus Leighton oder Wiggins oder Constable Marrow. Du bist bei Constable Marrow, bin gespannt. Oder es fehlt einfach eine Person. Turns out, es war Watson, der einfach einen Fall konstruieren wollte, der selbst für Holmes zu kompliziert ist. Nicht, dass es das gäbe, aber das war so die Idee. So, untersuchen wir mal die Faser. Mittlerweile macht es auch wirklich Spaß, weil ich weiß, was ich wo machen muss. Also ich habe eine Faser gefunden, muss untersuchen, ich weiß, ich muss zu meinem Chemietisch. Das war am Anfang deutlich schwieriger, aber ja. Let us take a closer look. Das sieht ganz schlecht aus. Ups. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Aha. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Such a fuss. Sehr gut. One little hair. Gefällt mir. So, wir haben ein Pferdehaar, wir haben ein Haar und ein Menschenhaar. Dann gucken wir doch mal. Sieht beides nicht wirklich so aus, ne? This is a most unusual hair. Ja, richtig. The horsehair is thinner than the hair that we found. Ja, das Menschenhaar auch. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse.
A hair from a large and exotic animal. Wann kamen auf einmal Tiere ins Spiel? Ich hab's nicht. So. Leighton ist unschuldig. Also drückende Beweislast. Die Zeugenaussage und die Tatwaffe deuten ganz auf einen möglichen Täter an. Leighton Chapman. Jetzt weiß ich, woher mir der Name Chapman bekannt vorkommt. In der Physik des Sonnensystems. Der Abstand der Magnetosphäre von der Erde und die Magnetosphäre oder der Magnetopause, so, also die Größe der Magnetosphäre respektive der Abstand der Magnetopause. Die Magnetopause ist der Bereich oder der Grenzbereich zwischen Magnetosphäre auf der Erdseite und nicht Magnetosphäre auf der Sonnenseite. Das ist die Magnetopause. Auf jeden Fall diese Distanz kann man berechnen durch die Chapman-Ferraro-Gleichung. Ich wusste, mir kam es bekannt vor. Und gibt ein bisschen auch an, genau, die Größe der Magnetosphäre. Wenn ich jetzt einen großen Sonnensturm habe, wird die Chapman-Ferraro kann man berechnen durch die Chapman-Ferraro-Gleichung, dass die Magnetosphäre zusammengedrückt wird. Dadurch, dass die Magnetosphäre der Erde aber zusammengedrückt wird, also durch einen Sonnensturm, durch einen solaren Sturm, viel Sonnenwind, Sonnensturm, wird die ganze Magnetosphäre zusammengedrückt. Das heißt aber, dass die Magnetosphäre Schnittpunkte mit der Erde in niedrigeren Breitengraden hat. Längenkreise, Breitengrade. Breitenkreise, Längengrade, Breitenkreise, Latitude. Und deshalb sieht man dann Polarlichter weiter südlich, also in der nördlichen Hemisphäre weiter südlich. Fiel mir gerade so bei Chapman ein. Leighton ist unschuldig, ja, glaube ich schon. Was habe ich hier noch? So, Fantasiemann. Die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschrieben hat, entstammt seiner eigenen Fantasie, von seiner eigenen Schuld abzulenken. Glaube ich nicht. Der Mann, der vom Tatort floh, könnte ein Zirkusakrobat sein. Er hat es geschafft, eine 30 Fuß hohe Mauer, 30 Fuß sind etwa 100 Meter, oder? In nur wenigen Sekunden zu erklimmen. Nee, umgekehrt. 10 Meter. Lol, nevermind. Durch 3, nicht mal 3. 10 Meter. An einem Jackett fanden wir einen Hafen an einem großen exotischen Tier. Okay, das führt zu etwas. So, Raubmotiv. Ich gucke nochmal. Okay. Leighton ist unschuldig, ja. Schusswechsel, ja. Gleichzeitige. 3 Schüsse, ja. Dann haben wir hier in Luft aufgelöst. Der Mann, den nur Leighton Chapman gesehen hat, konnte fliehen, indem er eine Wand hochkletterte. Ein fähiger Akrobat offensichtlich. Er nahm zuvor die Waffe von einer der Leichen an sich. So. Bitte helfen Sie bei der Suche nach dem richtigen Zirkus. Wiggins. Bitten, nicht beten. Bitten Sie Wiggins um Hilfe. Das werden wir tun. So. Okay. Wenn Wiggins nicht gerade selbst damit zu tun hat. Oh, die beiden schon wieder. Mary und Wiggins, die mögen sich nicht. Ja, wir haben es verstanden.
Look here, lad. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. Na, das denke ich nicht. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Roberta war's? Na, das habe ich jetzt erst gesehen. Da bin ich mir aber wirklich, wirklich sicher. Ich glaube nicht, dass es Roberta war. Ich bin mir da ziemlich sicher, nein. Ganz einfach aus dem Grund, Roberta hat weißes Haar und nicht dunkles Haar. Das ist jetzt ja einfach gewesen. Sehr früh am nächsten Morgen. Gibt mir irgendwie Majora's Mask Vibes, Zelda Majora's Mask. Auch ein sehr gutes Spiel. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Okay. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Ich habe irgendwie an Elefanten gedacht, aber haben Elefanten schwarze Haare? And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Okay. Aye, you! Stop right there. Good morning, chill. sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. You're wanting to apply for... Nah, you don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah, I don't think so. Clear off. Ein sehr sympathischer Dude. So. You're a bit slow to catch on, eh? You're a bit slow to catch on, eh? Zirkusplakat. Okay. Verkleiden Sie sich so, dass Ihnen der Zutritt auf das Zirkusgelände gewährt wird. Ein bisschen Gesichtsbehaarung, zwielichtige Kleidung, eine Mütze sollten ausreichen. Ach, wir hatten doch bei uns nach Baker Street die
Schminktisch und alles drum und dran, oder? Verkleidung, Schminktisch. Na gut. Das war laut. Mr. Watsons Zimmer. Da wollen wir nicht rein. Also eigentlich schon, aber... So. Dann kicken wir mal. Was haben wir denn hier? Freizeitanzug, dunkler Anzug. Grauer. Heller. Bandit. Bauernkleidung. Ja. Morgenmantel. Ulala. Seemann. Aufgeknöpft. Na. Machen wir mal Bandit. Und was war das? Ein Bart. Nee. Nee. Ja, besser. Ja. Nee. Ja. Jawohl, das ist gut. 8 ist gut. Ach, schon wieder gleich 10, ne? Okay, 8. So, Brille brauchen wir nicht wirklich. Eine Mütze. Jetzt vielleicht kein Zylinder. Ja. Was ist das? 9, okay. Nee. Ja, wobei. 11. 12. 13. 11. Na. 11. Okay, gucken wir mal, ob wir damit durchkommen. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Okay, Watson fällt drauf rein. Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Das gefällt mir. So. Dann nochmal zum Zirkus. War es nicht mal ein Lied von Britney Spears? Circus? Was Britney Spears? Ich glaube, oder? Brittany. Macht die eigentlich noch Musik, Britney Spears? Oder ist die nur noch auf Social Media? Mir ist übrigens heute eingefallen, was sehr witzig wäre, sich einen Truth Social Account zu erstellen. Also hier der interne Twitter von Trumpy Boy. Und dann auf Truth Social zu posten, Donald Trump ist gay. Das fände ich witzig. Ich wäre gespannt, was dann passiert. Ich überlege, ob ich das mache. Das wäre so witzig. Heißt ja Truth Social, oder? Kann man auch mal posten. Wäre witzig. Fände ich witzig. Egal, ich weiß nicht, wie ich heute drauf kam, aber ich fände witzig. What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley.
And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Groß ist das Zelt? Naja, so groß ist das Zelt nicht, ne? Aber gut. Gucken wir mal. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Ah, Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. This wooden... There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. The crest. Brief. Okay, what else? There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. What else? There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Wurde der Fall gelöst? Ich war kurz weg. Nie. Dann hast du auch meine Aussage zu Trumpy Boy verpasst. Gar kein Problem. Nee, wir haben jetzt aber zwei Dudes hier im Zelt gesehen, die sich über diese Fässer unterhielten und meinten, da passiert irgendwas. Ach ja, genau. Ich kam heute so auf die Idee, dass ich mir eigentlich einen Account bei Truth Social, wie auch immer, aneignen müsste. Kulturelle Aneignung, wie sagt man, einen Account öffnen müsste. Hier, das ist ja das Ding von Trumpy Boy, dann einfach mal posten, Donald Trump ist gay oder so. Ich wäre mal sehr gespannt, was dann passieren würde. Das würde mich einfach interessieren. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Truth Social, das Twitter-eigene, also das Twitter-ähnliche der Twitter-ähnliche Nachrichtendienst von Donald Trump. Er ist einmal bei Twitter rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob er noch rausgeflogen ist, seitdem Musk da irgendwie seine Finger im Spiel hat, aber er ist einmal bei Twitter rausgeflogen. Und daraufhin hat er gesagt, ja, mir egal, dann mache ich halt meinen eigenen Nachrichtendienst auf. Truth Social. Und genau, ich fände es witzig zu sehen, was passiert, wenn man da einfach mal postet, Donald Trump ist gay. Du meinst es X-ähnlich? Ja, Entschuldigung, Twitter, was ist denn? Twitter ist ja so Millennial-like. Dumm von mir. So, anything else here? The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Okay, Schwarzpulver, warum? Druckerpresse, okay, Plakat. Rise up and keep rising from lambs into lions, okay. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. Okay.
That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. There are enough posters to paste across half of London's walls. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. Okay, wir sind hier in irgendeine Aktion reingeraten. Okay, Schlüssel. Blutiger Verband, frische Verletzung. Okay. Ach, guck mal. Bulldog Revolver. Okay. Ring mit Widder. Ach. Aha. Da ist also der 5. Widder. Okay. Akrobat. Guck. Die letzte Person in unseren Charakterporträts. Wir nähern uns dem Ende. Charles Foley ist ein Mitglied und vielleicht Direktor des Zirkus Duval Brothers. Er ist ein begabter Akrobat, der seine Fähigkeiten aktiv trainiert. Foley ist ein abergläubischer Mensch. Er ist bewaffnet und gefährlich. Er mag es, Schmuck zu tragen. Ja, so, ich soll jetzt hier ein Schloss öffnen. Na gut, dann machen wir das mal. Oh ja gut, das haben wir schon häufiger gemacht. Aha. Wie ging das nochmal? Okay. Okay, that helps. Oh, easy. Easy. Interesting. Absolut. So. Erkunden Sie den Zirkus und reden Sie mit Charles Foley. Mache ich das nochmal. I need to find out what's behind this Charles Foley. Auch schon nach 10, ne? Aber ich habe das Gefühl, wir sind so nah am Ende. Ich möchte das irgendwie jetzt hier abschließen. Ich spiele mal ein paar Minuten weiter. So, was haben wir hier noch so Schönes? Wir haben jetzt natürlich relativ viel
Spooky Musik. Sonst können wir erstmal wieder Hinweise zusammenfügen, aber gucken wir uns mal hier weiter um. Okay. Ich glaube, Charles Foley war es, aber gut, gucken wir mal. Antiker Ring. Manager Cat. Charles Foley trägt einen antiken Ring. Das letzte fehlende Stück der 5 Widder von Mytilene sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist, dass Foley der geheimnisvolle Mann Jacquet war, der so geschickt aus Half-Moon Street fliehen konnte. Ich denke. Irgendwas fehlt hier noch. Aber bist du dir auch sicher? Noch nicht. Aber es gibt viel, das darauf hindeutet. So, kann ich mit dem da sprechen? Charles Foley is inside the marquee. Erkunden Sie den Zirkus und reden Sie mit Charles Foley. So, erkunden Sie den Zirkus. Irgendwas habe ich hier. Übersehen. Offenkundig. Wo ist ein Elefant? Sieht da aus wie auf dem Mars-Markt. Stimmt, ja, mir kam es auch irgendwie sehr bekannt vor. Ja, danke. Exakt das. Haben wir das eigentlich jemals zu Ende geschaut? Ich glaube, fehlte uns eine Folge, fehlt uns keine Folge. Ich bin da gerade sehr unsicher. Aber ja, absolut. Absolut. Ich wusste, mir kam es bekannt vor. Ich konnte es nur nicht zuordnen. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day.
and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Okay. Es wird spannend. So, finden Sie das geheime Schloss in Notting Hill. Notting Hill, da war ich mal. Herrenhaus untersuchen. Portobello Road. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Okay. Natürlich. Hätte mich auch gewundert. Ja, one of those two. Okay. Ah. Guck. Aha. Mhm. So, also Hab, dann hoch. Das ist ja tatsächlich mal tricky. Ich sehe gerade nicht, wie das anders geht. Okay. Geht doch. Geil doch. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Hier wurde randaliert. Doch. This cupboard is an absolute mess.
This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. No, cook. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Das war einfach. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Fallen. Was? Prüfen Sie die möglichen Fluchtwege. Bereiten Sie Fallen für sie vor, okay. This door is a perfect means of escape in an emergency. Kann ich da einen Stuhl hinstellen oder so? A solid rope. This should be useful. This door is a perfect means of escape in an emergency. Ja, ich möchte da gerne eine Falle hinbauen. Türgriff. Aha. The door is now blocked. Sehr gut. Very good. Ja. Ah. Schade. Ich sollte dann wohl mal diesen Hammer da wegnehmen. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached.
Ah, I Gegenstand suppose that the benötigt. thieves already tried. I wonder what this old... Okay, anscheinend nicht mit dem Seil. Okay, was haben wir noch so Schönes hier? The ground floor window is a perfect way to escape the police. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Ah, Seil, This mitnehmen. should be useful. Danke. Und jetzt gucken wir noch mal, ob wir... Haben wir noch? Ah, This hatch leads to a cellar. jetzt gucken wir mal. Kann ich jetzt mit dem Seil irgendwas festbinden hier? Ja. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Gut. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Gut. Dann next. Was haben wir hier? Fenster. Achso, Schrank einfach verschieben. This works very well. No one will escape through this window now. Gut. So, ja, lol. Kann er jetzt aber hier wieder rumlaufen. This door is a perfect means of escape in Ja. an emergency. Warte mal. Kann ich das Ding nicht, genau, perfekt aufmachen? There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Und ja, not quite, aber hallo, kann ich nicht einfach ein Tuch darüber legen oder so? Kann ich hier hoch eigentlich? Ja, kann ich. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Wofür sollte ich eine Perlenkette brauchen? Oder möchte Sherlock einfach ein paar Perlen mitnehmen? Das ist ja auch völlig okay. Ups, was haben wir hier? Gibt mir gerade so ein bisschen auch Kevin allein zu Hause Vibes. Ah, Perlenkette. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Sehr Any gut. thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Gut. Bleibt hier unten noch. So, ich möchte gern bitte einfach ein Tuch über die Keller. Komm mal, hä? Nee, Safe hatten wir schon. Never mind.
Teppich. Ja, genau. This should be used. Ja. Und jetzt packen wir den Teppich über das Kellerloch. Und It's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. ja. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all Okay. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Schüsse bei Mondlicht. So, wir werden den Fall jetzt abschließen, ich bin da ganz sicher. Tut mir leid, dass es ein bisschen länger heute wird und später. Ja. Aber ich habe irgendwie Bock, das jetzt abzuschließen. Dann wollen wir mal. Police! Police! Okay, die Perlen. Chandelier. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I Yep. assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Ach ja, Sherlock, die Brüder. it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the Merry Men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the Merry Men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Ach ja, die Brüder. Sherlock und Mycroft. So. Don't move, you flimflammer. What? Dann schließen wir den Fall mal ab. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Ja. Was haben wir hier? Führt alles zu Foley, ne? Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu einem tödlichen Schusswechsel nach Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade, Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gittern wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit milden Strafe rechnen.
Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen auch oben hinzu, kommt der Diebstahl von antiken, kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Ja, wir haben alles, ne? Gucken wir nochmal. Ich wundere mich ein bisschen, dass hier nichts verbunden ist, aber gut. Zirkusakrobat. Gleichzeitige Schüsse. Schusswechsel. Leighton ist unschuldig. Raubmotiv. Okay. Moralische Bestätigung, Entscheidung bestätigen. Jawohl. Gucken wir mal. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. Die Merry Men. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians... They own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime.
It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the Merry Men. Will you let us do our duty? Na. Ist ja schon ein bisschen nobel, aber When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. I shall not stop you. Huh. Okay. Nett. Okay. Abgeschlossen. Guck. Hier, Beweise. Widerstandsglocke hat. Dumm. Hi, hello, hi. It's me. I'm a problem. Well, maybe I cause problems. Who knows that? Wir haben den Fall gelöst. Jetzt will ich noch kommen. Jetzt mach mal fertig. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. Mycroft. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? Das war die Bürger. What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Aha. So, Schüsse bei Mondlicht. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem Britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurden Foley und seine Bande von den Merry Men angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. 18 von 18 Hinweisen. Foleys Rache ist richtig. Entscheidung bestätigen. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Ja. Persönlichkeitseinstufung gewissenhaft. That's it. Das war
Ah ja, jetzt kommen nur noch die Credits, die schenken wir uns mal. Das ist ein bisschen spooky. Ach, das war die Dame. Ah, ja. Damit haben wir das Spiel jetzt abgeschlossen. Es hat etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber wir haben es geschafft. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Mona. Sehr schön, dass du da warst. Für alle die es hier mal auf Twitch sehen, schaut doch mal vorbei. Dienstagabend 20 Uhr Nordic Physics Gamer. Für die das auf YouTube sehen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut auch mal die anderen Videos an. Ich habe ein paar Videos gemacht zur Karriere eines Physikers. Ich wollte noch ein Video hochladen zur PISA-Studie. Das ist auch schon aufgenommen. Ansonsten schaut auch gerne mal vorbei. Dienstagabend 20 Uhr. Cooler Abspann. Nochmal so alle Fälle werden hier nochmal aufgerollt. Das war der erste Fall da gerade. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend in der Welt da draußen. Macht es gut. Hoffentlich bis nächste Woche. Dienstagabend 20 Uhr. Ja, bis dann. Bye bye. Ciao. Tschüss. Au revoir. Schön, dass ihr da wart. Und schlaft alle gut natürlich. Bye, bye, bye.